In der Debatte über die Zukunft der deutschen Migrationspolitik hat sich nach FDP-Generalsekretär Gyezaray jetzt auch Brandenburgs Innenminister Stübgen von der CDU dafür ausgesprochen, das Asylrecht in seiner bestehenden Form abzuschaffen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD kämpft bei der Landtagswahl am Sonntag nicht nur um den Fortbestand seiner rot-schwarz-grünen Koalition. Falls Woidke verliert, könnte es für Bundeskanzler Scholz noch ungemütlicher werden. Matthias Heinrich. Märkische Heide, die Brandenburg-Hymne darf nicht fehlen, wenn Arbeitsminister Hubertus Heil in Birkenwerder Wahlkampf macht. 8000 Menschen leben hier nördlich von Berlin. Heil ist Niedersachse. Die Verbundenheit zum Osten käme über die Mutter, sagt Heil. Aber meine Mutter stammt aus dem Osten. Und deshalb war das für mich eine sehr, sehr bewegende Zeit. Ich habe damals in Potsdam studiert. Ich habe auch im Landtag schon gearbeitet, kenne die Landespolitik aus der 90er-Jahresperspektive. Doch die 90er liegen lange zurück. Brandenburg war immer SPD-Land, doch die Mehrheit bröckelt. In Birkenwerder wissen das die SPD-Fans genau. Da bin ich nicht so ganz zuversichtlich, weil es die Protestwähler sind, die anders wählen. Eins weiß ich so sicher wie das Arm in der Kirche. Wenn es Dietmar nicht schafft, dann gehen wir rückwärts. Dietmar, es könnte rückwärts gehen. SPD-Ministerpräsident Woidke hat angekündigt, er wolle nur noch mal regieren, wenn er die Mehrheit bekommt. Danach sieht es aber nicht aus. Wahlumfrage Brandenburg. AfD 28%, SPD nur 25%, CDU 16%, BSW 14%. Alle anderen sind nicht vertreten. Das BSW aus dem Stand zweistellig, gnadenlos populistisch, impft Sarah Wagenknecht in Potsdam den Zuhörern ein. Berlin beschränke die Meinungsfreiheit. Der Ossi hat mal gelernt, zumindest die Älteren, was Diktatur bedeutet. Und er ist so sensibel, wenn er spürt, dass schon wieder Politiker von oben herab die Meinungsfreiheit einschränken, dass von wieder gegängelt werden soll. Das zündet offenbar und macht Olaf Scholz das Leben schwer. In bundesweiten Umfragen liegt er weit zurück. Viele SPDler zweifeln, ob Scholz noch der richtige Spitzenkandidat für die kommende Bundestagswahl ist. Selbst der Parteichef ist unruhig. Da habe ich auch eine Erwartung an den Bundeskanzler, dass man jetzt mit einer anderen Performance, mit einer Klarheit bei Themen, mit dem Raus aus der Moderationsrolle zeigt, dass wir die Wahl gewinnen wollen. So Lars Klingbeil. Letztlich lege die Partei fest, wer Spitzenkandidat werde. Die Union in Brandenburg, traditionell schwach, will mit dem Migrationsthema punkten. Der SPD-Koalitionspartner stellt den Innenminister. Michael Stübgen möchte das individuelle Grundrecht auf Asyl schleifen. Es gebe die Genfer Flüchtlingskonvention, die regle das ja ohnehin. Besonders am rechten Rand läuft er damit sicher offene Türen ein, denn internationale Vereinbarungen kann man jederzeit kündigen, Grundrechte aber nicht einfach abschaffen.